Bock auf Cajun-Pasta mit einer richtig geilen Garnele? Hol dir dieses Südstaaten-Soul-Food-Gericht nach Hause. Genau, schau dir das Video an. Einfach, schnell und super lecker. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute Cajun-Shrimp-Pasta. Jawohl, ja. Heißt Nudeln mit Garnelen, Garnelen, genau. Sahne, Parmesan, Knoblauch und ganz vielen richtig guten Gewürzen. Oh ja. Wir machen unsere Cajun-Gewürzmischung selber. Kannst du grob sagen, was da alles reinkommt? Grob sage ich dir das. Oregano, Thymian, Cayennepfeffer, ein bisschen Kreuzkümmel, Zwiebelpulver, Salz, Pfeffer, geräuchertes Paprikapulver und noch ein bisschen was anderes. Aber du bekommst alles bei uns im Rezept. Genau sieht's aus. Jetzt kommen wir mal zu den restlichen Zutaten. Ja, fangen wir mal hier hinten an. Hier hinten haben wir einen schönen Parmesan. Dann haben wir unseren Hauptdarsteller, unsere Garnelen. Dann unsere gerade schon erwähnte Gewürzmischung. Dann heißt es Sahne. Hier ist ein bisschen Weißwein, ein Klecks Tomatenmark. Dann Zwiebeln, Knoblauch, eine grüne und eine rote Paprika und eine ordentliche Pasta. Und zum Anbraten nutzen wir heute unser Avocadoöl. Passt am besten, schmeckt am besten. Genau so schaut's aus. Ja, zu erwähnen wäre gerade noch zu unseren Scampis hier oder Garnelen. Die haben wir vom Fleischer und der Koch. Und das sind die Easy Pea Garnelen. Das heißt, da ist der Darm alles schon draußen. Aber der Panzer ist noch drum. Die werden jetzt angebraten. Und nach dem Anbraten kann man den Panzer schön wegnehmen. Durch den Panzer bleiben die halt saftiger. Genau, das ist ein gewisser Hitzeschutz, ne? Genau so schaut's Und aus. Fleischer und der Koch ist auch nicht nur gut im Fleisch, sondern auch gut Die können auch Fisch. Richtig. Auch sehr guten Fisch. Mit unserem Rabattcode FK-Ungarskitchen 10 sparst du sogar 10%. Jawohl. Wir haben die unten verlinkt, kannst mal reingucken. Ja, dann kommen wir mal ab zur Pfanne. Ja, jetzt sind wir schon in unserer Pfanne. Da kommen jetzt ein ordentlicher Schluck Avocadoöl rein. Gute 2 bis 3 Esslöffel. Und dann machen wir mal die Pfanne heiß. Und dann werden wir erstmal unsere Garnelen anbraten. Genau. Wir können aber auch gleich schon die Nudeln ins Wasser geben, oder? Oh ja, also unser Nudelwasser kocht gleich schon, weil wir wollen das relativ zeitgleich schnell fertig kriegen. Also das ist auch wirklich eine schnelle Nummer. Das heißt Garnelen anbraten, Garnelen wieder raus, den Rest anbraten und dann kommen ja die Nudeln dabei. Ein schnelles Soul Food. Oh ja. Unsere Pfanne ist jetzt heiß und jetzt braten wir erstmal unsere Garnelen an. Echt wunderschöne Garnelen, ne? Total. Die haben auch eine tolle Größe. Jetzt sieht man auch schon, wie schön die Farbe bekommen, ne? Oh ja. Aber richtig schön Farbe. Die tun wir auch nicht wirklich lange jetzt anbraten. Also nur gerade von beiden Seiten hat sie Farbe bekommen, weil die kommen ja noch in die Soße. Und wie heißt es, sonst werden die kurz trocken. Ah, guck mal hier, schön Farbe schon, herrlich. Wir haben jetzt Farbe genug, jetzt kommen die wieder raus. Und jetzt kommen hier unsere Zwiebeln und unser Knoblauch rein. Ja, das ist auch eine ordentliche Ladung Knoblauch. Oh ja. Aber in der Südstaatenküche wird auch gern mit Knoblauch gearbeitet. Ja. Deswegen ist das genau das richtige Rezept für uns. Wie sagst du immer so schön? Knoblauch ist gut fürs Hirn. Ne, für die Pumpe. Für die Pumpe, aber auch fürs Hirn. Das weiß ich nicht. Was ist für die Pumpe? Gibt doch auch immer für ältere Menschen diese Knoblauchtabletten. Meinst du Teig gegen Senne, wie heißt das Zeug? Na, keine Ahnung. Nee, das Teig gegen Sen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Knoblauch ist gut für das Herz. Weißt du mehr? Schreib mal bitte mal in die Kommentare. Vielleicht liegen wir ja falsch. So, jetzt können wir hier schon direkt mal her unser Paprika Genau. kloppen. Also es gibt da auch mehrere Varianten der Cajun-Pasta. Manche machen Paprika rein, manche machen Tomaten rein, manche haben nur die Sahne. Da kann man variieren. Unsere liebste Mischung ist wirklich mit Zwiebel, Knoblauch und Paprika, weil das noch so mal ein bisschen Knack reingibt. Ja. Gut, man kann auch Dings reinmachen, Selleriestange, ne? Haben die normal auch drin. Könntest du auch, aber hier die Mischung, die schmeckt uns ja wirklich am besten. Oh ja. Und die
Soße ist nachher wirklich sehr gehaltvoll durch die Sahne und den Parmesan. Da darf ruhig ein bisschen was Grünes rein. So, das brät jetzt schon. In der Zwischenzeit hauen wir jetzt mal unsere Nudeln ins Wasser. Eine schöne Muschelnudel. Ja. Ich dachte, die passt ganz süß. Muschel zu Garnelen. Richtig. Jetzt hauen wir hier unsere Gewürze mit dran. Rösten die gerade ganz kurz mit an. Ja, dadurch gibt es ordentlich Bums. Oh ja. Aber wirklich nur ganz kurz, weil manche Gewürze mögen nicht so gerne. Zu lange Hitze. Jo, jetzt haben wir wieder Probleme. Ich habe Tomatenmark hier rausbekommen. Jetzt stell dich doch nicht so an. Ja, man haut das Glas wirklich noch in die Pfanne. Hat aber Gott sei Dank wieder Und es funktioniert. hat schon wieder super funktioniert. Man muss aber Glück haben. Hauptsache vorher meckern. Das Nein. ist immer dein Lieblingsspruch bei mir, aber im Endeffekt kann man den echt gut auf dich übertragen. Das ist gerade wahr. Ich bin die Ruhe in Person. Absolut, absolut. Tomatenmark jetzt mit anrösten, überall verteilen. Und dann wird endlich der Wein reingehauen. Ja. Geht relativ schnell. Jetzt den Wein hinterher. Den Wein lassen wir jetzt schön verdunsten. Den haben wir jetzt auch nur dazu gegeben, wegen der Säure. Genau. Also das sind 60 Milliliter, wie immer nur ein Hauch. Richtig. Ganz zarten Hauch. Genau. Und jetzt können wir die Hitze schon runterstellen. Und jetzt kommt schon unsere Sahne dabei. Von der Kuh. Von der Kuh. Und jetzt siehst du auch, warum wir Tomatenmark da reingetan haben, einfach um ein bisschen schönere Farbe auch hinzukriegen. Ja, für Farbe, Geschmack, für Bindung. Na gut. Aber da muss auch gleich nichts abgebunden werden mit Stärke oder so. Nein. Ne? Weil durch die Nudeln, durch den Parmesan ist das nachher ein ganz feiner Film an der Nudel. Reicht das so. So. Und das soll reichen, genau. Und die ist schon relativ dick jetzt. Und wir haben noch nicht so viel Soße. Na gut, wir haben noch nicht so viel Nudeln, aber es soll wirklich, ne, wie meine Frau schon sagt, schön überall Soße rein. Halt nur der Geschmack. So, die stelle ich ein bisschen runter jetzt. Die kann ein bisschen vor sich hin simmern jetzt. So. Und warten wir jetzt auf die Nudeln. Und dann sind wir schon fast fertig. Herrlich. Jo, unsere Soße ist gekocht, unsere Nudeln sind jetzt fast fertig. Jetzt werden einfach die Nudeln direkt aus dem Nudelwasser In den Topf. in den Topf gegeben und dazu Soße gegeben. Das Nudelwasser erstmal nicht wegkippen, weil falls uns unsere Soße nicht zu dünn sein sollte, geben wir einfach was vom Nudelwasser dabei. Weil durch die Stärke kriegen wir auch ein bisschen Bindung. Ja, aber auch falls die Soße zu dick ist, kriegen wir durch die Flüssigkeit. Auch wieder Bindung, auch durch die Stärke. Ja. Unsere Garnelen haben wir eben noch den Rest, der dran war, abgepult. Da war wirklich nicht viel dran, ne? Nö. Also die waren wirklich extrem easy peel. Ja. Jetzt tun wir erstmal unsere Nudeln unterheben unter unsere Soße. Ah, perfekt, sieht schon gut aus. Und jetzt kommt dann ran noch ein guter Schlag Parmesan. Ihr wisst ja, wir haben unsere alte Reibe geschrottet. Ja, jetzt haben wir eine neue von Gefo. Die ist richtig praktisch. Zwar ein bisschen grob noch, also eine feine brauchen wir davon auch noch, aber richtig gut. Ja. Die ist richtig scharf. Den Parmesan, also Hitze habe ich schon ausgeschaltet. Den Parmesan unterheben. Und dann kommen schon unsere Garnelen dabei. Die heben wir jetzt auch runter. Jetzt kommen wir schon zum Schöppen. Das ist eigentlich schon am besten von allem. Einfach herrlich. Richtig schön cremig. Schöne Pasta. Leckere Garnelen. Ist einfach ein tolles Essen für den schnellen Feierabend Oh ja. oder so richtiges Soul Food am Wochenende. Für ein kleines Dinner unter Verliebten. Gut, Garnelen sagt man ja einiges nach, ne? Näher gehe ich darauf ein, kannst du googeln. Was googelst du bitte? Das ist einfach Ding. Ich gucke gar nichts. Gib mal angezeigt, wenn Ah, mich ein nee, bisschen für Essen stopp. interessiert. Jetzt kommt so der Spruch, das ist Allgemeinwissen. Richtig, Allgemeinwissen.
Und oben drüber machen wir ein bisschen Parmesan. Und schon haben wir ein mega, mega, mega leckeres Essen. Oh ja, Wenige Zutaten, dafür gute Zutaten. richtig. Einfach lecker, schnell gemacht. Und so geht unsere Cajun Pasta mit Garnelen. Absolut. Rezept wie immer auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachkochen. Lass gerne einen Kommentar da. Auch gerne, wie es geschmeckt hat. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis dann. Tschüss. Ciao. Jetzt probiere ich das mal eins. Einfach mal gerade so eine Garnele hier probieren. Dadurch, dass die so groß sind, bleiben die aber auch so saftig, ne? Und es war wieder heiß, merke ich gerade. Ja.